In diesem Video wird gezeigt, wie Tracks, Routen und POIs innerhalb von Track of the Day verwaltet werden. Viel Spaß! Bei der Erstellung von Routen mit Track of the Day gibt es einen etwas anderen Workflow, als man ihn von Microsoft Word oder Excel kennt. Track of the Day verwendet einen Zwischenspeicher, den sogenannten Cache. Im Cache landet alles, was importiert und neu erstellt wird. Importiert man die Tracks der letzten Routen, sind sie danach im Cache. Erstellt man eine neue Route, wird sie automatisch in den Cache exportiert, wenn die Anwendung beendet wird. Auch Elemente, die man aus der Cloud herunterlädt oder die per Drag and Drop auf die Karte oder die Datenbankansicht geworfen werden, werden im Cache gespeichert. Der Cache ist anders als eine gut sortierte Datenbank wie eine große Tonne, in die man einfach alles hineinwerfen kann. Beim Beenden werden alle Tracks, Routen und POIs automatisch in den Cache exportiert und beim nächsten Start wieder importiert. Welche Tracks und Routen geladen werden und beim nächsten Start wieder importiert werden müssen, wird ab Version 6.0 in der Datei tracksandroute.json gespeichert, die man im Unterordner Settings findet. Schaut man sich diese Datei etwas näher an, versteht man schnell das Prinzip. Hier wird gespeichert, wie die GPX-Elemente heißen und aus welcher Datei ihr Inhalt stammt. Die Eigenschaft Type gibt an, ob es sich um einen Track oder eine Route handelt. In der Eigenschaft isSelected wird abgelegt, welche Tracks oder Routen zuletzt selektiert waren. Außerdem hat jedes Element einen Identifier, mit dem man Doubletten erkennen kann. Dieser Identifier enthält den Namen eines Tracks oder einer Route, die Distanz, die Anzahl der Punkte sowie Zeitstempel und Geokoordinate von Start- und Endpunkt. Im Cache wird außerdem die Liste der zuletzt auf der Karte angezeigten POIs in der Datei poi.db gespeichert. Auch weitere Einstellungen findet man im Cache, wie beispielsweise die Liste der zuletzt verwendeten Datenbankabfragen. Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden in der Datei autosettings.tds gespeichert. Diese Datei wird im Falle eines Updates auf eine neuere Version verwendet, um die letzten Einstellungen in die neue Version von Track of the Day übernehmen zu können. Bei der Nutzung von Routing Overlays werden diese zunächst ebenfalls im Cache zwischengespeichert. Last but not least findet man hier die Datei knowndevices.json, in der die Liste der bekannten USB-Geräte gespeichert wird. Die Mechanismen für die Nutzung des Caches sind komplex, heben aber den Komfort bei der Nutzung von Track of the Day auf ein neues Niveau. Bereits bei den früheren Versionen blieben Tracks und Routen beim Speichern im Cache erhalten. Weil aber der Cache wie eine große Tonne voller Daten ist, haben die wenigsten Nutzer versehentlich geschlossene Tracks oder Routen im Cache tatsächlich wiedergefunden. Mit Version 6 wurde daher der neue Cache Explorer eingeführt.
Der Cache Explorer kann über die Tastenkombination Alt plus C oder über das Kontextmenü der Karte aufgerufen werden. Der Cache Explorer wurde entworfen, um Tracks, Routen, Wegpunkte und Routing Overlays im Cache wiederfinden und öffnen zu können. Wer denkt, es sei plötzlich alles weg, kann also künftig einfach Alt plus C tippen und versehentlich geschlossene Elemente aus dem Cache zurückholen. Schauen wir uns an, wie der Cache Explorer funktioniert. Nach dem Öffnen wird der aktuelle Inhalt des Cache analysiert und in einer Liste angezeigt. Alle Elemente dieser Liste haben 4 Buttons am rechten Rand, mit denen man die Aktionen Preview, Öffnen, Import und Löschen abrufen kann. Klickt man auf den Button mit dem Lupensymbol, wird eine Vorschau geöffnet. Enthält eine GPX-Datei mehrere Tracks, Routen oder Wegpunkte, können diese selektiert und in der Vorschau angeschaut werden. Identische Buttons findet man auch oberhalb der Liste. Hier können Massenoperationen für das Öffnen, Importieren und Löschen aller Elemente ausgelöst werden. Außerdem findet man hier einen Refresh-Button. Die Titelzeile des Cache Explorers enthält ganz links einen Filter für Tracks, Routen, Wegpunkte und Routing Overlays. Rechts daneben gibt es ein Suchfeld. Hier kann man Teile des Namens von Tracks und Routen eingeben und die Anzeige entsprechend filtern. Rechts neben dem Suchfeld wird der Pfad zum Cache angezeigt. Klickt man auf den Button mit den 3 Punkten, wird der Cache-Ordner im Windows Datei Explorer geöffnet. Nun ist es Zeit für einen kleinen Exkurs in die GPX-Dateiwelt. Ich lösche nun den Inhalt des Cache und öffne eine Route aus der Datenbank. Dann tippe ich im Hauptmenü auf Speichern und lösche die Route wieder aus der Liste der Routen. Es ist jetzt weder ein Track noch eine Route geöffnet. Ich beende die Anwendung und öffne den Cache-Ordner im Windows Datei Explorer. Hier findet man nun eine GPX-Datei mit einem generierten Dateinamen. Diese Datei benenne ich jetzt in Beispielroute.gpx um. Danach starte ich Track of the Day erneut und öffne diese Datei mit dem Cache Explorer. Die Route wird allerdings nicht als Beispielroute, sondern mit ihrem alten Namen angezeigt. Warum ist das so? Klickt man die Route mit der rechten Maustaste an, kann man über das Kontextmenü eine GPX-Vorschau öffnen. Hier sieht man nun den Namen der Route. Jetzt geben wir der Route einen neuen Namen und öffnen die Vorschau erneut. Der neue Name wird nun angezeigt. Nachdem wir den Cache Explorer aktualisiert haben, sehen wir, dass im Cache eine neue Route erzeugt worden ist. Öffnet man zu dieser Datei die Vorschau, sieht man den neuen Namen der Route. Was haben wir daraus gelernt? GPX-Dateien sind wie ein Container, der viele Tracks, Routen und Wegpunkte enthalten kann. Jedes dieser Elemente kann einen Namen haben. Eine GPX-Datei kann man mit einer ZIP-Datei vergleichen, die beispielsweise einige Dokumente, Bilder und Videos enthält. Dabei hat der Name der ZIP-Datei keinerlei Einfluss auf den Namen der enthaltenen Dateien. Der Dateiname einer GPX-Datei ist also völlig egal, weil nach dem Import nur der Name der enthaltenen Elemente verwendet wird.
Kommen wir zurück zum eingangs erwähnten Workflow von Track of the Day. Bei der Erstellung von Routen bleiben alle Daten innerhalb des Cache. Wie die Dateien im Cache heißen, ist unwichtig. Wo sie gespeichert werden, ebenfalls. Alles, was man versehentlich geschlossen hat, findet man über den Cache Explorer jederzeit wieder. Man muss nichts manuell zwischenspeichern, exportieren, umbenennen oder in Ordnerstrukturen einsortieren. Alle Daten von Tracks, Routen und POIs werden automatisch innerhalb von Track of the Day verwaltet. Erst wenn es soweit ist, dass eine Route zu einem Navigationsgerät oder einer App exportiert werden soll, verlässt sie die geschlossene Welt von Track of the Day. Anfangs haben wir gesehen, dass alle geladenen Tracks und Routen bei jedem Anwendungsstart erneut importiert werden. Waren zuvor sehr viele Tracks und Routen geladen, kann das lange dauern. Daher ist es nicht sinnvoll, mehr als die Tracks zu öffnen, die für die Planung einer Reise notwendig sind. Alles, was man nicht braucht, kann man archivieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder öffnen. Dieses Archiv ist die SQL-Datenbank von Track of the Day. Klickt man hier, wird man jetzt gefragt, was mit den Tracks oder Routen geschehen soll. Klickt man auf Ja, wird alles in der Datenbank gespeichert. Klickt man auf Nein, wird alles geschlossen. Ist man sich unsicher, kann man diese Aktion auch abbrechen. Neue Routen werden beim Beenden oder beim Klick auf Speichern in den Cache exportiert. Hat man eine neue Route noch nicht gespeichert, geht sie beim Schließen und Klicken auf Nein verloren. Klickt man auf Ja, wird sie in der Datenbank gespeichert, also ins Archiv aufgenommen. Klickt man auf der Startseite auf Tutorials ansehen, öffnet sich die Liste der verfügbaren Tutorials. Hier sind alle Kapitel aller verfügbaren Tutorials verlinkt. Klickt man auf die Webseite und betätigt die Tastenkombination STRG plus F, kann man den Videoindex gezielt nach einem Thema durchsuchen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen kurzen Kommentar sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.